Nintendo 1985 das Nintendo Entertainment System in den USA und 1986, respektive 87, schließlich auch bei uns in Europa veröffentlichte, stieg Nintendo quasi über Nacht zum Machthaber im Konsolensektor auf und belebte gerade in den Vereinigten Staaten den fast schon tot geglaubten Videospielmarkt im Alleingang wieder. Die Technik dahinter war allerdings schon 2 bzw. 3 oder sogar 4 Jahre alt, denn bereits 1983 brachte Nintendo in Japan ihr sogenanntes Famicom, was kurz für Family Computer steht, in den Handel und machte sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten einen Namen als Hersteller von Unterhaltungselektronik. Es war so erfolgreich, dass das Famicom Ende 84 die bestverkaufteste Konsole Japans war. Das wiederum lockte natürlich viele interessierte und talentierte Spieleentwickler an, die alle eine Scheibe vom Kuchen abhaben wollten und so viele Spiele wie nur möglich für das System veröffentlichen wollten. Und boy oh boy, das haben sie! Unzählige bekannte Serien haben auf Nintendos 8-Bit-Konsole ihr Debüt gefeiert und es geschafft, sich in Millionen von Zockerherzen zu spielen. So reichhaltig und vielfältig die Auswahl an Spielen allein bei uns im Westen auch erscheinen mag, ist es doch nur ein Teil von dem, was die Spielebibliothek in Japan für das Famicom zu bieten hat. Und gerade weil es so unsagbar viele Spiele nicht zu uns aufs NES geschafft haben, möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen und 10 meiner persönlichen Famicom-Favoriten zeigen, die es meiner Meinung nach echt verdient gehabt hätten, auch bei uns Fuß zu fassen. Damit aber nicht genug, denn ich habe mir noch 10 YouTube-Kollegen geschnappt und sie gefragt, welche Famicom-Spiele ihrer Meinung nach von euch unbedingt mal gezockt werden sollten. Das macht also insgesamt, wow, 20 Titel, die es so nie fürs NES bei uns zu zocken gab. Und bis heute leider den Japanern vorbehalten sind. Also kontaktiert schon mal den Importhändler eures Vertrauens, denn ich garantiere euch, hier wird für jeden etwas dabei sein. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß! Capcoms Sweet Home ist ein ganz besonderes Survival-Horror-Rollenspiel, das euch eine Truppe von insgesamt 5 Leuten übernehmen lässt, die in einem rätsel- und fallengespickten Herrenhaus gefangen sind und nur durch clevere Teamarbeit der Todesfalle entkommen können. Jeder der 5 Protagonisten hat seine eigenen speziellen Fähigkeiten, die einem in so manch aussichtsloser Situation weiterhelfen werden. Passt aber gut auf eure Truppe auf, denn allerlei Geister und Dämonen machen euch das Leben schwer. Und sollte mal ein Teammitglied das Zeitliche segnen, dann war's das und ihr müsst ohne es weitermachen. Dass Sweet Home damals die Inspirationsquelle für Capcoms Resident Evil war, sollte ebenso erwähnt werden wie der dazu passende Film, den man sich übrigens hier auf YouTube mit englischen Untertiteln anschauen kann. Sehr empfehlenswert, wer ein bisschen auf 80er Jahre Trash steht. みんなのことなんか知らないもん。僕は一人で逃げるんだもん。なんていうやつは真っ先に殺されてしまう。みんなで知恵を絞り、お互い助け合わねば脱出は不可能なのだ。僕がやられても君は逃げるんだぞ。さあ、呪われた屋敷から君は脱出できるか。脱出した人数によって5つの感動的なエンディングが君を待っている。愛と恐怖の脱出アドベンチャー、スイートホームザ・ファミコン。Ebenfalls als Spiel sowie Film zu genießen ist The Goonies. Konami machte aus der Filmvorlage einen recht amüsanten Plattformer, bei dem sich mit Tritten und Bomben gegen allerhand Ganoven und Getier zur Wehr gesetzt werden darf, um mit jeder neu geöffneten Tür dem sagenumwobenen Piratenschatz ein Stückchen näher zu kommen. Warum wir hier im Westen nur die Fortsetzung bekommen haben und auf den soliden ersten Teil verzichten mussten, ist mir bis heute ein Rätsel. Vielleicht liegt es aber auch an dem Song, der für das Spiel benutzt wurde. Dieser ist nicht nur unglaublich catchy, sondern auch eine Chiptune-Version von Cyndi Lauper's The Goonies Are Good Enough. Vielleicht wollte man ja so einem Lizenzstreit aus dem Weg gehen. Aber wer weiß das schon. Das Spiel ist trotzdem echt zu empfehlen. あのグーニーズがファミコンソフトになって登場だ。映画に迫るスリル&アドベンチャー。うわっと危機一髪。ああ、グーニーズ乞うご期待。Konami. Ich bin kein großer Transformers-Fan. Nicht mal ein kleiner. Wenn es aber um bockschwere und überirdisch, ja genau, nicht unterirdisch, schlechte Japan-Importe geht, kann ich schlecht Nein sagen.
Transformers Mystery of Convoy, frustriert mit klitzekleinen gegnerischen Projektilen, Angriffsmustern direkt aus der Hölle, sowie der wohl nutzlosesten Transformiermöglichkeit, die euch mehr einschränkt, als einem weiterhilft. Dazu sieht das Ganze so aus, als wenn sich ein Grundschüler am Programmieren versucht hätte. Und das Game erschien im selben Jahr wie Castlevania, Metroid oder sogar Zelda. Wow, das Game suckt. Aber wisst ihr was? Ich habe damit irgendwie meinen Spaß. Auch wenn ich nicht über den 3. Level hinauskomme, weil es einfach so verkackt schwer ist. Der Soundtrack ist dafür aber umso geiler und hält mich irgendwie bei Laune.フォーマーがファミコンになった。コンボイが死んだ今、この謎を君は攻略できるか。ファミコンソフトトランスフォーマーコンボイの謎。Natsume, einer meiner absoluten Lieblingsentwickler, hat sich die Rechte an Mitsume Gatoro gesichert, um 92 den Manga vom legendären Osamu Tezuka auf das Famicom zu bringen. Mit bis zu 4 Schüssen und einem magischen Speer bewaffnet, versucht ihr euch durch insgesamt 5 verschiedene Level zu kämpfen, indem sich mit Geschick und Köpfchen zur Wehr gesetzt wird. Euer Speer leistet dabei ganze Arbeit und lässt sich so manches Mal clever einsetzen. Natsume typisch erwarten einen hier schön gezeichnete Sprites und beste Chiptunes auf allerhöchstem Niveau. Das Gameplay ist herrlich griffig und lässt einen wunschlos durch das Spiel hüpfen. Lediglich die kurze Spielzeit kann als Minuspunkt gewertet werden, aber abseits davon haben wir es hier mit einem Spiel zu tun, das man nur zu gerne auf dem NES gesehen hätte und von mir eine extra große Empfehlung für euch bekommt. Was haben Japaner, Puzzle Games und der damalige Präsident der ehemaligen Sowjetunion gemeinsam? Wenn eure Antwort Wirsche Videospiele lautet, liegt ihr goldrichtig! Gorbino Pipeline Daisakusen sollte mithelfen, die russisch-japanischen Beziehungen Anfang der 90er ein wenig zu stärken. Und was gibt es da Besseres, als Mikhail Gorbatschow eine Pipeline von Russland nach Japan bauen zu lassen? Hinter dieser verrückten Fassade verbirgt sich ein ziemlich cleverer Puzzler, bei dem ihr nichts weiter tun müsst, als eine zusammenhängende Verbindung beider Seiten zu schaffen. Dazu dürfen herabfallende Rohrstücke im und gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden oder auch ganze Abschnitte wieder ausradiert werden. Die schlauen Köpfe von Compile haben sich hier selbst übertroffen und gezeigt, dass sie nicht nur mit ihrer Puyo Puyo Serie punkten können. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A, Start! Ah, der gute alte Konami-Code. Gradius führte diesen 1986 mit seinem Release auf dem NES ein und ist seitdem zum berühmtesten Cheatcode aller Zeiten geworden. Funktionieren tut er auch in Gradius 2 noch hervorragend, auch wenn es die Fortsetzung leider nie aus Japan rausschaffte. Für ein mickriges Famicom-Spiel ist Gradius 2, Goufa no Jabu, ziemlich nah am großen Arcade-Vorbild dran und liefert einem knallharte Shoot'em-up-Action für zu Hause, die, Gradius typisch, ziemlich schwer ausfallen kann, aber hey, genau dafür wurde doch der Cheat erdacht. Sammelt dieses Mal sogar bis zu 4 Options ein, verbessert euren Schuss um ganze 2 Stufen und gebt den fiesen Invasoren alles, was die Vic Viper zu bieten hat. Wer sehen möchte, was Konami imstande war, aus dem Famicom rauszuholen, nur um zu zeigen, wie man Arcade-Spieler auf eine sehr viel unterlegenere Plattform bringt, sollte sich Gradius 2 geben. Aber bitte nicht mit Gradius 2 vom MSX verwechseln, da es sich hier nämlich um 2 völlig verschiedene Games handelt. Die römische 2 wurde nämlich nicht umsonst gewählt, um, ja, Verwirrung zu vermeiden.
あのグラディウス2、ついにファミコンソフトへの移植実現。グラディウス2、ファミコンカセットで12月中旬発売。Konami. Holy Diver! Wer da an Dios erstes Hardrock-Album von 83 denkt, liegt hier goldrichtig. Und doch will ich hier auf Iremes 89 erschienenes gleichnamiges Game hinaus, das sich so einiger Metal- und Rock-Anleihen bedient. Mit anderen Worten, Namen. Spielerisch schlägt es eher in die Kerbe der frühen Castlevanias und bediente sich auch an Zelda 2's Interface, um zwischen den verschiedenen Magiekräften zu wechseln, die einem hier zur Verfügung stehen. Mit deren Hilfe lassen sich beispielsweise gefährliche Lavaseen einfach einfrieren und werden so endlich passierbar. Ganz wie in Konamis Vampir-Saga wird man hier mit allerlei höllischem Feindvolk konfrontiert und darf sich an so einigen Plattforming-Passagen versuchen. Leicht wird es einem auf alle Fälle nicht gemacht, denn der Vergleich mit Castlevania ist wirklich mehr als treffend. Eigentlich sollte das Spiel bereits 89, zumindest in die Staaten kommen, wurde aber mal wieder aufgrund von Lizenzschwierigkeiten verworfen. Allerdings nimmt sich Retrobit nach nun gut 29 Jahren der Sache an und veröffentlicht Holy Diver im Mai 2018 ganz offiziell fürs NES. Was eine verdammt coole Sache ist und mir gerade bewusst macht, dass ich das Spiel gegen ein anderes hätte ja austauschen können. Verdammt! Wo wir gerade bei Castlevania sind, das niedliche Castlevania Spin-Off Akumaju Special Buko Dracula-kun entpuppt sich, anders als die gruselige Hauptserie, als kunterbuntes Jump'n'Run, in dem Klein Alucard die Hauptrolle übernimmt und sich gegen den Dämon Garamoth behaupten muss. Dieser hetzt euch all seine Schergen auf den Hals, um an den Thron und die Macht über Transsilvanien zu kommen. Es ist nicht wirklich schwer zu übersehen, dass dieses Spiel ganz klar für eine etwas jüngere Zielgruppe gedacht war. Was aber keineswegs heißen soll, dass nicht auch ältere Zocker hier auf ihre Kosten kommen werden. Es gehört dadurch natürlich auch zu den etwas leichteren Games auf dem Famicom, hat aber durchaus seine fordernden Momente. Da fragt man sich doch echt, warum das Game nicht zu uns rüberkam. Oh, okay. Naja, das hätte man auch wegretuschieren können, oder? Und hat man sogar. Denn 93 bekamen wir hierzulande immerhin die Fortsetzung / Remake für den Game Boy unter dem Namen Kid Dracula spendiert. Das Original ist aber bis heute, ja, ihr wisst es, Japan-exklusiv.スペシャル僕ドラキュラ君ファミコンソフトで好評発売中。 Konami. Ich bin ein riesen Power Ranger Fan. Zumindest damals gewesen. Aber heute zu wissen, dass es früher schon Games zur Serie gab, noch bevor sie bei uns überhaupt anlief, ist einfach nur cool. Kyoryo Sentai Zyuranger ist das japanische Pendant zu unseren Power Rangern und präsentiert sich, wie so viele vor ihnen, als Action-Plattformer, der unter anderem mit manch merkwürdiger Designentscheidung daherkommt, was Waffen und Angriffsmuster angeht. Ganz zu schweigen von Ping-Pong spielenden Megazords. Schon irgendwie geiler finde ich da das Spiel zur Vorgängerserie Juyu Sentai Jetman. Auch hier darf man sich mit einem von insgesamt 5 Rangern in den Kampf gegen relativ generisches Kanonenfutter stürzen und am Ende in Megazord-Form zum finalen Schlag ausholen. Die Tatsache, dass mir Swords, Ranger und Monster völlig unbekannt sind und es sich wesentlich besser spielen lässt, in meinen Augen, egal ob mit Nah- oder Fernkampfwaffe, kann ich sagen, dass Juyu Sentai Jetman mir sehr viel mehr Spaß bereitet hat. Aber ich meine, als Ranger-Fan solltet ihr sowieso unbedingt mal in beide Spiele reinschauen.
夢の中から生まれた未来戦士のジェットマン熱い正義の魂燃えろ僕らのジェットマン時を飛び越えいつも助けてくれるよ風にその名を呼んだならジェットジェットジェットマン君の胸にジェットジェットジェットマン超人戦隊ジェットマンFlüssige Animationen sind rar gesät in Videospielen der 80er und frühen 90er. Neben dem ersten Prince of Persia hat Moon Crystal aber gezeigt, dass es auch anders geht und begeistert mit vielen kleinen detailverliebten Animationsphasen. Ob beim Springen oder beim Klettern, es sieht einfach wunderbar aus. Unglücklicherweise leidet die Steuerung dadurch ein wenig, was einige Passagen schwerer als unbedingt nötig macht. Auch der recht kurze Dolch, mit dem Held Ricky bewaffnet ist, verhindert ein leichteres Vorankommen und erweist sich im Bosskämpfen als nicht gerade optimalste Waffe. Das sind allerdings keine Totschlagargumente und werden euch keinesfalls den Spaß am Spielen dieser Perle verhageln. Die stimmigen Cutscenes im Ninja Gaiden-Stil, die wunderschönen Hintergründe und packende Musik tun ihr Übriges, damit man am Ball bleibt. Und das solltet ihr, denn Moon Crystal ist ein echtes kleines Juwel. Yo, das waren dann erstmal meine Favoriten für Nintendos rot-weiße Kiste. Aber durch sind wir noch lange nicht. Also schnappt euch schnell noch was zu futtern und zu trinken, denn ich gebe jetzt weiter an meine Kollegen und deren Favorite Famicom Games. Also schön dranbleiben. So, Gott, hab ich Hunger. Rieche ich da etwa Pizza? Würde wohl einer dem Timo bitte sein Stichwort geben? Samurai Pizza Cats. Oh ja! Wen rufst du an, wenn du ein geiles Famicom-Spiel willst? Samurai Pizza Cats. Ganz genau, sie kämpfen in einem Sidescroller gegen Gegner und du weißt natürlich, Speedy Gorgonzola hat ein Katana. Außerdem gibt es Ninpo-Extrawaffen und Assists, die man jederzeit rufen kann. Und die kleine Polyester, die ihre Krallen wetzt. Ab und an gibt es auch Updates für die Ninpo-Magie. Hier ist Guido Casanova mit seinem Regenschirm. Der Kater ist auch nicht übel. Genau wie die Assists, die buddeln oder fliegen können. Was für ein geiles Spiel. Die Grafik ist gut drauf. Mehr als so manches Famicom-Spiel vertragen kann. Willst du geile Mucke im Spiel? Ja, die ist drin. Coole Zwischensequenzen? Ja, Logo Pogo. Wenn du getroffen wirst, war's das doch nicht. Jo, man hat viele Herzen. Ab und an kann man sich Level aussuchen. Cool. Samurai Pizza Cats. Auch bekannt als Kyato Ninden Tiande. Ziemlich geiles Spiel. 2, 3, 4. Die Pixel Cats sind gleich bei dir. Big Zaster ist auch hier der Bösewicht. Mieser als mies, obwohl das Spiel gar nicht mal so schwer ist. Überhaupt sind die Bosse einfach. Pech für uns, dass es nie im Westen erschien. Dabei war doch auch hier die Marke bekannt. Aber einfach importieren, dann kann die Show beginnen. Und wenn dir mal die Puste ausgeht, bestell dir einfach eine Pizza. Famicom Pizza Cats. Wenn ich an das NES oder den Famicom denke, dann denke ich an die Experimentierfreude, die man da in den 80ern und frühen 90ern hatte. Und da fallen mir Spiele ein, wie auf dem Famicom zum Beispiel Crazy Climber. Ein Spiel, wo du als merkwürdiges Männchen mit komisch von dir abzweigenden Armen und Beinen ein Gebäude hochklettern musst. Und das machst du mit beigelegten kleinen Joysticks. Das heißt, du nimmst beide Controller in die Hand, hast so kleine Joysticks, die du einfach mit so einer Metallplatte richtig schön controllerschonend auf die Steuerkreuze drückst.
hast dann in jeder Hand dein Gamepad mit den Nupsis hier, mit den Sticks und musst dann halt Arme und Beine getrennt voneinander bewegen. Und die Steuerung ist einfach unfassbar fürchterlich. Man hört schon, ich kann es kaum beschreiben. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Smash TV hat das so ähnlich gemacht auf dem NES mit der Doppelcontroller-Steuerung, weil die einen Twin-Stick-Shooter übersetzen mussten. Aber Crazy Climber hat einfach nochmal einen draufgesetzt mit diesen bekackten kleinen Scheiß-Sticks. Einfach nur ein Beispiel dafür, dass wirklich niemand sich zu schade war, mit dem Famicom rum zu experimentieren, egal ob es funktioniert oder nicht. Sieht spannend aus, bringen wir raus. Splatterhouse One-Paku Graffiti ist das Famicom-Spin-Off zu der Splatterhouse-Reihe. Es erschien sogar vor der Heimportierung des Arcade-Originals, welches auf der PC Engine respektive TurboGrafx 16 erschienen ist. Es handelt sich hierbei um einen Action-Plattformer, welcher einen Haufen Horrorfilme parodiert, wie Evil Dead, Alien, Der Exorcist und sogar Michael Jacksons Thriller. Springen, Laufen und Zombies in 2 Teilen ist simpel, aber dennoch viel Spaß und alles von einer süßen und comichaften Präsentation untermalt. Deshalb solltet ihr es definitiv spielen und das nicht nur zu Halloween. In der Rolle des durch Leinwand und TV bekannten Riesenaffen King Kong prügeln wir uns aus der Vogelperspektive durch die verschachtelten Stages bei King Kong 2 Icaro no Megaton Punch von Konami und versuchen unsere holde Riesenaffendame zu retten. Der Titel erschien 1986 exklusiv für das Famicom, kostet dieser Tage nur wenige Bananen und ist ohne große Sprachbarrieren ein affenstarker Actionspaß mit leichtem Adventure-Touch. Konami からファミコン用ソフトになって復活だ。キングコング2怒りのメガトンパンチ2メガで発売中。Konami. Wing Commander auf dem Famicom? Ja, das gibt es. Nun, fast. Die Katzen fehlen. Die Ecke des Universums in Starluster ist offen erkundbar und gefüllt mit Basen, an denen man seine Energie aufladen kann und natürlich Gegner, die es abzuschießen gilt. In Cockpit-Ansicht steuert der Spieler mit Hilfe von Radar und Karte seine Suche nach Gegnern, wobei ein Überlichtantrieb dem Spieler größere Reisen von A nach B erleichtert. Aber Vorsicht, lange Überlichtreisen verzerren die Zeit und die Gegner warten nicht.暗黒惑星を撃破しろ。カラーデザインとボイス機能がついた本格的スターアドベンチャーゲーム、スターラスター。空想してから寝てください。スターラスター新発売。Biomiracle Boku de Upa, das ist das Spiel mit dem Baby und seiner Rassel, und was das für mich so besonders macht, ist es gerade aus der Anfangsepoche vom Famicom, wahrscheinlich nach Mario 1 das beste Jump'n'Run, was mir da gerade einfällt. Und in Sachen Steuerung, Gameplay, Kreativität ist es halt genau das, was ein Konami-Spiel ausmacht. Also das heißt, ihr fresst euch durch einen Kuchen durch, oder es gibt ein Level in einem Computer, wo die Steuerung upside down ist. Auch die Gameplay-Mechanik, wo ihr mit eurer Rassel quasi die Gegner aufpumpen müsst und die dann auch als Plattform nutzen könnt, wenn sie wie ein Luftballon zum Himmel steigen. Also es ist echt klasse. Ich liebe das Spiel.
今度のコナミは世紀のスーパーミラクルベイビーウーパーが主役です。さあウーパーが立ち上がりますよ。ウーパーが立ちます。立ってよ。ファミコンディスクソフトバイオミラクル僕ってウーパー4月22日発売。コナミ。Also ich stehe total auf Wakian Land. Ich habe alle 3 Teile fürs Famicom hier bei mir zu Hause von Namco. Und was ich besonders an diesen Games mag, ist, dass sie größtenteils Plattformer sind, aber eben doch, was das Gameplay angeht, total kreativ auch mal über die Grenzen hinausgehen. Es gibt also diverse Passagen, die fast so ein bisschen Shoot'em-up-mäßig sind. Dann gibt es mal so Scrolling-Level, sowohl horizontal als auch vertikal. Richtig, richtig nice. Die Bossfights, das ist auch ziemlich speziell. Die Bossfights sind Minigames quasi und da steckt auch so ein bisschen der Teufel im Detail, denn diese Spiele sind Japan-exklusiv und ja, diese Minigames sind so Rätsel. Das kann mal so ein relativ simples Memory-Rätsel sein, das kann aber auch mal irgendwie ein Rätsel sein, wo man die Regel erstmal überhaupt gar nicht checkt, wo man dann einfach teilweise so wenig Zeit hat, dass man sich da richtig durchraten muss. Ich muss zugeben, dass ich da manchmal auch die eine oder andere Lösung aus dem Netz hinzuziehen musste, um da überhaupt weiterzukommen, aber spielerisch lohnt sich die überhaupt mal mega. Ein bisschen zum Gameplay selber. Du bist halt dieser kleine grüne mechanische Drachen, ne? Und musst also ja deine Heimat, nämlich Wakian Land, ne, von dem verrückt gewordenen Wissenschaftler Dr. Devil ja, beschützen und da dich durch alle möglichen Side-Scrolling-Stages durch jumpen und runnen. Das macht sehr viel Spaß. Du kannst als Power-Ups quasi dein Brüllen updaten, ne? Und ja, dein Brüllen ist deine Waffe und je mehr Updates du hast, desto größer wird also diese Wortwolke deines Brüllens als Schusswaffe quasi. Finde ich sehr, sehr geil. Wakian Land, absolut cool. (1991) veröffentlichte der japanische Videospielentwickler Takeru das Plattformspiel Kokoron auf dem japanischen Famicom. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ob man Anfang der 90er Jahre überhaupt noch ein weiteres Plattformspiel für das Famicom brauchte. Generell waren Plattformspiele ein Genre, das insbesondere auf Nintendos kleinem 8-Bitter nicht gerade unterpräsent war. Denn mal abgesehen von den Platzhirschen, wie der Super Mario Serie, war so ziemlich jedes gefühlte zweite Spiel ein Jump'n'Run. Und die meisten waren sogar ziemlich gut. Also warum sollte man sich für Kokoron interessieren? Nun, jetzt mal abgesehen von dem historisch interessanten Fakt, dass hinter dem Spiel kein geringerer als Mega Man-Schöpfer Akira Kitamura steckt, ist Kokoron einfach ein schönes Spiel. Ungewöhnlich ist die ungewöhnliche Charaktergestaltung. Ihr habt die Möglichkeiten, euren Helden aus verschiedenen Körperteilen zusammenzubauen. Und natürlich haben auch alle Körperteile ihre Vor- und Nachteile. Mit einigen Körperteilen könnt ihr halt besonders weit oder hoch springen, andere verschaffen euch mehr Lebensenergie und mit anderen könnt ihr kurzzeitig fliegen oder über diese Milchflüsse fahren. Hinzu kommen noch 8 grundverschiedene und ausbaufähige Waffensysteme, so dass allein das Zusammenbauen eures Helden wirklich irre viel Spaß macht. Die Grafik schwankt zwischen ordentlich und wirklich wunderschön. Und auch das Level wie Charakterdesign ist interessant und teilweise sehr seltsam, aber stets fantasievoll gestaltet. Ähnlich wie in Kitamuras Mega Man Spielen gibt es auch bei Kokoron keine wirkliche Levelreihenfolge. Vielmehr könnt ihr euch mittels einer Übersichtskarte eure Route wählen, um selbst zu bestimmen, in welcher Reihenfolge ihr die Bosse platt machen wollt. Und in Verbindung mit den Möglichkeiten, euch immer neue Charaktere zusammenzubauen, im Laufe des Spieles kann man immer neue wählen, bekommt Kokoron eine taktische Tiefe, die man dem Spiel auf den ersten Blick gar nicht zugetraut hätte. Also lasst euch jetzt nicht von der bonbonbunten Kindergrafik täuschen. Kokoron bietet wirklich genug Spieltiefe, um trotz der gigantischen Konkurrenz auf derselben Konsole positiv aufzufallen.
Summer Carnival 92 Wrecker klingt jetzt als Spielename erstmal total komisch. Sinn ergibt das Ganze, wenn man weiß, dass dieser Titel eigentlich nie für den regulären Markt gedacht war. Der Publisher Nexatsoft hat in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Kid Corp einen der wohl schnellsten und technisch komplexesten Shooter auf dem NES rausgehauen. Entwickelt wurde das Ganze exklusiv für einen Wettbewerb des Publishers. Ich vermute mal, dass dieser sich Summer Carnival 92 nannte. Hauptaugenmerk liegt hier auch nicht auf einer umfangreichen Story oder vielen Leveln. Nö, stattdessen gibt's hier massig Sprites in die Fresse und Ziel ist es, lange zu überleben und möglichst viele Punkte einzuheimsen. Was das Ganze nur so außergewöhnlich macht, ist wohl die technische Umsetzung. Hier gibt es Grafikeffekte, die man eigentlich nur von den 16-Bitern her kennt. Parallax-Scrolling, Line-Scrolling-Effekte und ein sauschnelles Scrolling rauben euch hier erstmal den Atem. Allerdings verliert man das auch sehr schnell aus den Augen, wenn die ersten Gegnerformationen auftauchen. Und das in einer Anzahl, die das NES eigentlich gar nicht handeln kann. Um das NES jetzt dazu zu bringen, so viel gleichzeitig zu zeigen und vor allen Dingen zu bewegen, haben sich die Programmierer dazu entschieden, bestimmte Sprites konstant an- und abzuschalten. So werden manche Grafiken nur bei jedem zweiten dargestellten Bild angezeigt. Das erklärt das heftige Flackern und vor allem die etwas rucklig wirkenden Bewegungen. Ein Trick, der jetzt nicht unbedingt innovativ war und oftmals auch in anderen Spielen eingesetzt wurde, hier wird's aber auf die Spitze getrieben. Das kann man wohl auch vom Schwierigkeitsgrad behaupten. Wrecker kloppt euch hier gnadenlos in die Fresse. Wer hier keine Geduld und Frusttoleranz mitbringt, sollte es lieber gleich bleiben lassen. Wem jetzt die späteren Bullet-Hell-Shooter in den Sinn kommen, der täuscht sich nicht. Der Chefentwickler Shinobi Yagawa kam später bei Cave unter und entwickelte Shooter wie Ibarra und Akai Katana. Say what you will about Konami today, but in the 1980s and 90s, the company published and developed some of the best games on the Famicom, and most of my favorites from the era proudly displayed that classic yellow and red label. Many of their greatest games made their way to international shores, but one which didn't but certainly should have was the 1987 release Getsu Fumaren. I've already made a case for why this game is amazing with a video on my own channel, but in short, it combines classic Konami action platforming with adventure game-like exploration and role-playing game inspired elements in a huge, mostly non-linear world of dark Japanese fantasy and mythology, and served as a big influence on many other Konami hits. If somehow you don't want to go out and play Getsu Fumaren right now after hearing that description and you consider yourself a pretty avid gamer, well, I don't know, I think you might want to find another hobby.ファミリーコンピュータ用カセット月風魔伝6月26日発売。コナミ瓦礫関連龍骨鬼目覚める。ファミコン2メガカセット月風魔伝4900円。コナミOkay, das war mal ein echt großer Haufen an Games, würde ich sagen. Ich möchte mich erstmal bei den 10 Dudes bedanken, die hier mitgewirkt haben. Danke, Jungs. War super cool, mit euch zu arbeiten. Haut mir auf jeden Fall unten in die Comments, was ihr von der ganzen Aktion gehalten habt, welches Game ihr am coolsten fandet oder welches Game hier komplett gefehlt hat. Alles klar, ich bin raus. Piss Densen, haut mir rein und see ya!